Wir sind mittlerweile seit mehr als 2 Wochen in Bolivien und nach einer turbulenten Zeit in der höchsten Großstadt der Welt, La Paz, sehnten wir uns nach Natur, Ruhe und Einsamkeit. Unser Weg führte uns in den Sahama National Park, einer der schönsten und einsamsten Orte unserer bisherigen Reise, der nur noch durch einen unserer absoluten Meilensteine diese Woche getoppt wurde. Doch neben all der Schönheit in dieser Woche gab es auch einen Moment der Unsicherheit und Ungewissheit. Mit einem Panzerwagen stoßen sie die Türen des Präsidentenpalastes in La Paz auf, sodass die schwer bewaffneten Soldaten eindringen können. Wir sind Basti, Svenja und Pepper und wir sind Neuland Stories. Es ist so ein schöner Morgen. Die Nacht war nicht ganz so entspannt, weil wir wieder auf 4,2 glaube ich sind. Und wir sind jetzt im Sahama National Park und vor uns ist der Sahama Vulkan und das sieht einfach nur gigantisch aus. Und das macht irgendwie jede schlechte Nacht wett. Wir haben uns gestern auf dem Weg aus der Stadt rausgemacht, nachdem wir eine Lebensmittelvergiftung hatten und irgendwie nicht so eine richtig coole Zeit in der Stadt hatten. Generell haben wir uns eigentlich bemüht, ein bisschen mehr Zeit in der Stadt zu verbringen, weil uns La Paz auch echt interessiert hat, aber hier so in der Natur aufzuwachen, die frische Luft, dass Peppi hier wieder rennen kann, das ist einfach für uns 1000-mal mehr wert, als Zeit in der Stadt zu verbringen. Und ja, deswegen sind wir froh, dass wir jetzt aus der Stadt wieder raus sind und Natur genießen können. Ja, das ist dir fein, dass du gehört. Fein, dass du gehört. Macht dir Spaß. Das ist hier wie so eine wüstenartige Landschaft. In der Ferne hört man jetzt auch Vögel. So ein paar Steinformationen. Ist einfach nur richtig schön. Macht mich richtig glücklich, Peppi hier so flitzen zu sehen und dass wir einfach das alles gerade für uns haben. Yeah. I'm also going to be sending them a hard drive that's going to take a week. Schönste jetzt hier vorne in der Kabine ist, dass die Sonne reinkommt und es warm wird. Peppi genießt auch diese Vorteile. Hier im Sahama National Park, dadurch, dass hier so viele Vulkane um uns herum sind, haben wir einen Vorteil, und zwar, es soll hier Hot Springs geben. Juhu!
Und die wollen wir jetzt mal aufsuchen gehen. Also heißt zusammenpacken und dann in eine heiße Wanne. Das wäre schon nice. Das wäre schon nice. Der Ausblick hier vom umgedrehten Beifahrersitz ist just a 10 out of 10. Ist einfach eine 10 out of 10. Man kann das nicht auf Deutsch sagen. Was sagt man denn auf Deutsch? 10 von 10. Eine 10 von 10. Nicht schlecht. Ist schon krass, dass der ganz zu sehen ist. Selbst Peps will gucken. Be alive with me. You wasted too much time. Like the stars in me, I feel so alive. I feel in my spite I'll push you around, 'cause I hear the horses are coming, and it won't be long. I will always have open eyes. Wenn wir sowas sehen, macht uns das einfach mega happy und wir sind wieder extrem froh, aus der Stadt raus zu sein. I will hold you awake. Der Sahama-Nationalpark ist der älteste Nationalpark in Bolivien und beheimatet den höchsten Gipfel dieses Landes, den Nevado Sahama. Der Vulkan ragt 6.240 Meter in die Höhe, wo sich ein immer weiter schwindender Gletscher befindet. Der gesamte Park ist über 4000 Meter über dem Meeresspiegel, weshalb es wichtig ist, sich vorher gut zu akklimatisieren. Unser Ziel sind die heißen Quellen und die einsame Ruhe, denn nur ungefähr 80 Menschen leben in dem kleinen Ort Sahama und nur wirklich wenige Touristen finden ihren Weg dorthin. Wir hatten kurzfristig ein paar Mitfahrer, 2 Wanderinnen und einen Ranger, den wir hier in dem kleinen Dorf eingesammelt haben, der leider kein Fahrzeug zur Verfügung hatte und bis nach Sahama musste. Wir mussten eigentlich nicht bis nach Sahama, aber wir haben sie jetzt trotzdem alle 3 bis nach da gefahren und fahren jetzt zurück Richtung Hot Springs und freuen uns auf ein warmes Bad. Wir sind leider noch nicht alleine. Hier stehen noch 3 andere Autos und die sind auch gerade unten alle an den Thermalquellen. Aber das Schöne ist ja an so einem Van, dass wir hier einfach stehen bleiben können und hier auch über Nacht stehen dürfen, haben wir gerade gefragt. Und das dann entweder später am Abend oder morgen früh direkt für uns allein haben. Und wir haben sowieso Hunger, müssen erstmal was essen, oder? Ja. Aber das fällt an sich schon auseinander.
Das ist jetzt so übelst geil. 40%. Ich weiß. Absoluter Lieblingssnack. Und vor allem mit Jalapeno. Keine Ahnung, warum es mir schmeckt. Normalerweise ist es viel zu scharf. Unsere Zeit ist gekommen. Jetzt dürfen wir zu den Hot Springs. Also nicht, dass es hier einen Timer gäbe, aber keiner mehr da. Und das alles für uns. So kann man einen Tag ausklingen lassen. Ich glaube, einer der schönsten Orte, an dem wir bisher waren. Traum. So ein schöner, aber wahnsinnig kalter Morgen. Und die Nacht war noch viel kälter. Die Wasserquellen, die hier sind, die sind auch alle gefroren. Aber die warme Quelle unten hören wir plätschern. Und das ist ja das Schöne hier an dem Platz, dass wir jetzt quasi direkt einmal ins warme Wasser können.
damit ein großes Dankeschön an den Sponsor unseres heutigen Videos. Die Reisehandtücher von Valleys & Hills begleiten uns jetzt schon fast unsere komplette Reise und sind einfach die perfekte Alternative für das klassische Mikrofaserhandtuch. Sie sind super leicht, saugfähig und trocknen schnell und sind deshalb perfekt einfach fürs Reisen und gerade in so einer Situation mit so einer heißen Quelle, wo es eigentlich kalt ist und im Anschluss die Handtücher schnell trocknen müssen, ist es einfach perfekt und könnten wir sie uns nicht mehr wegdenken. Christina und Andreas, die beiden Gründer von Valleys & Hills, sind selbst beide begeisterte Camper und hatten es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Lieblingsstücke fürs Camping anzubieten. Im Onlineshop findet ihr nicht nur unsere Handtücher Linea und das in unterschiedlichen Farben und Größen, sondern auch noch viele weitere praktische und individuelle Produkte für deinen Camper. Und das Beste ist, mit unserem Code NEULANDSTORIES5 spart ihr 5 € auf euren Einkauf in den nächsten 14 Tagen, gültig bis zum 4.8. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibungsbox. Die heiße Quelle tat richtig gut. Wir packen jetzt hier zusammen und dann machen wir uns auf den Weg. Dingschirm noch mal runter. Nee, er saß nicht drin. Wir sind so gut wie den ganzen Tag jetzt gefahren und mussten dringend tanken und sind jetzt gerade durch ein kleines Dörfchen durchgekommen, wo es eine Tankstelle gab, die auch Diesel hatten und auch an internationale Kunden verkaufen, und man erkennt eigentlich ziemlich schnell, wenn eine Tankstelle Diesel hat, weil dann reihen sich die LKWs endlos und man muss mit mega viel Wartezeit rechnen. Ich habe jetzt mal die paar LKW-Fahrer, die vorne standen, gefragt und die Polizei, die das regelt, ob wir vielleicht nur mit 40 Litern ein bisschen früher drankommen können, ob das für die okay ist, weil die LKW-Fahrer einfach im Schnitt 1000 Liter tanken und das dann einfach ewig dauern würde für uns. Und ja, die waren alle mega nett und haben direkt gesagt, ja, gar kein Problem, 40 Liter, das dauert ja nur ein paar Sekunden. Und ja, durften jetzt direkt tanken und können weiterfahren. Gott sei Dank. Das ist hier in Bolivien echt immer ein Fakt, dass man nicht weiß, ob man Diesel bekommt, obwohl wir immer sehr Glück hatten jetzt, aber trotzdem ist es immer im Hinterkopf irgendwie so ein bisschen, was wenn. Aber ja, wir dürfen weiterfahren und suchen uns jetzt einen Platz für die Nacht.
jetzt hier mal angehalten, weil die Landschaft sich gerade richtig krass verändert hat und auch ein großes Schild war mit Valle de Cactus. Und hier sind einfach riesige Kakteen. Das ist der absolute Wahnsinn. Mega schön. Außerdem musste Peppi auch mal wieder raus, Beine vertreten. Und ja, haben ein paar Fotos gemacht von den Kakteen. Auf dieser Reise gibt es immer mal wieder echt komische Sachen. Wir sind jetzt in Uyuni angekommen, hatten mal wieder Empfang und konnten uns ins WLAN einloggen und haben extrem viele Nachrichten bekommen. Das ist jetzt gerade in La Paz, wo wir vor... Wann waren wir da? Vor anderthalb Wochen. Vor einer Woche, einen Militärputsch gegeben hat. Und ein Teil des Militärs mit Panzerfahrzeugen in das Regierungsgebäude gefahren ist und wir jetzt irgendwie einige Nachrichten bekommen haben von Locals, die wir hier kennen, die gesagt haben, wir sollten die Botschaft kontaktieren und irgendwie, dass es eventuell auch nicht mehr sicher ist für Touristen. Und wir jetzt gerade versuchen, irgendwie mal rauszufinden, was jetzt überhaupt der Stand ist, weil die Nachrichten sind jetzt auch schon ein bisschen her und man irgendwie gerade noch nicht so richtig den Status rausfinden kann, was wir machen müssen. Können wir vielleicht gleich auch nochmal mit Raphael und Michelle nochmal besprechen. Zum Glück sind wir ja nämlich nicht alleine. Ja. Aber irgendwie ein ziemlich mulmiges Gefühl, wenn man jetzt so die ersten Nachrichten liest und wir haben auch irgendwie einige Anrufe in Abwesenheit und dann die Nachricht dazu, kontaktiert eure Botschaft, das irgendwie ein bisschen beunruhigend ist. Ja, das finden wir jetzt mal raus und irgendwie ist das so, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ja, halten euch auf dem Laufenden, sobald wir irgendwas mehr wissen, was wir machen müssen. Ob wir raus müssen aus dem Land? Keine Ahnung. Oh Mann. Mit einem Panzerwagen stoßen sie die Türen des Präsidentenpalastes in La Paz auf, sodass die schwer bewaffneten Soldaten eindringen können. Im Gebäude stellt sich Boliviens Präsident Luis Arce dem General entgegen, der die Rebellion anführt, und befiehlt ihm, sich zurückzuziehen. Doch Juan José Zuniga weigert sich. Den Reportern sagt er, dass seine Truppen einen Auftrag hätten. So, wir haben den ganzen Tag recherchiert und kontaktiert und überhaupt gute Nachrichten. Es sieht so aus, als wäre der Militärputsch abgewehrt worden, wie auch immer man das genau nennt. Ja, die Regierung hat noch weiterhin
wie sagt man, das Kommando. Ich bin ein bisschen alle heute. Ja, wir haben auch nochmal mit den Locals hier gesprochen, die wir kennen, und die haben auch gesagt, also wir müssen nicht mehr die Botschaft kontaktieren und alles ist wieder in den geregelten Bahnen und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Ist nicht ganz so einfach, sich gar keine Sorgen mehr sofort zu machen, aber ja, in den Nachrichten und überall wird eigentlich das Gleiche geschrieben und gesagt und ja, also wir haben jetzt irgendwie nichts in die Wege geleitet oder so, sondern werden jetzt einfach unsere Pläne weiter fortsetzen, die wir hatten. Sind auch gute Dinge, dass alles in Ordnung ist. Es wurde irgendwie gesagt, womit man noch rechnen könnte, wären vielleicht die eine oder andere Straßenblockade. Aber das ist eigentlich in Bolivien immer so. Es könnte nur jetzt wieder ein bisschen mehr die Hauptstraßen betreffen. Das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Und ansonsten ist eigentlich hoffentlich dann auch alles gut. Wir beobachten das weiter. Und das bedeutet auch, dass wir morgen oder übermorgen, wir wissen es noch nicht genau, in die Salar de Uyuni fahren. Warum wir hier überhaupt nach Uyuni gekommen sind, da haben wir uns ja extrem drauf gefreut, denn das war eigentlich einer so unserer größten Punkte auf unserer Reise, die wir uns markiert haben, wo wir unbedingt hin wollten. Und das ist so, ja, so richtig krasser Bucketlist-Punkt für uns. Deswegen war das jetzt so ein kleiner Downer, dass wir nicht wussten, so kurz davor, ob wir jetzt hin können oder nicht. Es ist alles wieder gut. Wir freuen uns extrem darauf, dass wir da hin können. Und für heute sind wir einfach nur kaputt, fertig und alle. Deswegen gehen wir jetzt ins Bett. Und wir sehen uns morgen oder übermorgen auf dem Weg in die größte Salzwüste der Welt. Wir sind heute Morgen auf einem richtig schönen Platz außerhalb der Stadt aufgewacht. Und zwar auf, wie nennt man das? Zugfriedhof. Ja. Zugwaggonfriedhof. Es fährt tatsächlich aber auch noch ein Zug da entlang. Und haben jetzt noch ein paar Erledigungen hier in der Stadt gemacht und fahren jetzt Richtung Salar de Uyuni. Zur großen, weißen Salzwüste. Und wir haben uns hier mit Raphael und Michelle verabredet. Mit denen geht es jetzt auf die Wüste drauf. Sehr kalt, aber bester Laune. Buen día. Sí. Gracias. Hasta luego. Durch die Windschutzscheibe kommt Gott sei Dank schon ganz schön Wärme rein, deshalb konnten wir die Jacken ausziehen. Und bevor es jetzt auf die Salar geht, lassen wir noch unser Auto von unten, den Unterboden, mit irgendeinem Schutz besprühen. Protección Negro. Also ich glaube irgendwie so ein Ölgemisch. Diesel, glaube ich sogar. Ja, was dann später den Salz einfacher abwaschen lässt. Das Salz. Das Salz, den Salz, der Salz, die Salze. Das Geselz. Das Geselz, genau. Das dreierlei Geselz. Na, wer weiß, was das ist. Was? Ja. So weiter links. Man könnte gerade Küche da auf dieses enge Ding.
auf der Salar fällt es einem richtig schwer, die Augen offen zu halten, weil es einfach so grell und weiß ist. Aber es ist so cool, einfach. So besonders. Ja. Abgefahren. Komm, auf. Du bist der ärmste Hund auf dieser Welt. Nicht mehr so, wie er hofft. Nein. Den Ort, den wir gerade gesucht haben, haben wir leider nicht gefunden, oder besser gesagt, wir haben den Ort gefunden, aber wir sind zur falschen Jahreszeit hier, weil aktuell ist Winter, sprich Trockenzeit. Und man muss hier eigentlich während der Regenzeit herkommen, damit hier auf dem See ein bisschen mehr Wasser sich ansammelt, damit man diese richtig krasse Spiegelfläche zu sehen bekommt. Hier ist jetzt zwar noch ein bisschen Wasser, aber ja, den richtig krassen Spiegeleffekt kriegt man damit nicht hin, weil zwischendurch immer wieder so kleine Salzhügel rausgucken. Aber trotzdem schöner kleiner Spaziergang. Und für Peppy tat es auch ganz gut, auch wenn sie ihre Schüche nicht so gerne mag. Aber ja, wir machen jetzt ein schönes Camp und dann fahren wir morgen weiter Richtung Insel. Aber mein Kopf kriegt es nicht hin, dass das kein Eis und kein Schnee ist. Und so. Ja, Das ist meine ich auch nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich schon. ja. Für mich fühlt es sich an wie Eis. Mhm. Es war eine sehr kalte Nacht und es ist ein noch kälterer Morgen. Wir haben uns jetzt mal Chai und Kaffee gemacht. Draußen räumen wir das Lagerfeuer von gestern auf. Das hat uns richtig schön warm gehalten und ja, dann packen wir zusammen und fahren Richtung einer Insel, die hier auch auf dem See ist quasi, wo es dann auch ein bisschen entspannter ist für Peppy rauszugehen, weil sie mag ihre Schüchen wirklich nicht gern. Ich kann auch nicht mehr plus minus rein. Ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ja. ihr müsst wirklich knien. Knie. Noch ein Stück. Ein Po, guck nach raus. Das ist so eine gigantische Landschaft. Wir haben jetzt hier, man kann hier so coole Perspektivenfotos machen und es dauert ganz schön,
nicht lange, aber ein bisschen, bis man rausgefunden hat, welche Perspektiven man wie wählen muss. Aber es macht richtig Spaß und ich glaube, wir machen jetzt auch schon mindestens 2 Stunden unterschiedliche Fotos und haben jetzt aber beschlossen, dass wir weiterfahren. Aber ich weiß, soweit das Auge reicht. Er ist irgendwie nicht mehr so weiß. So sieht man ihn besser. Wir steuern jetzt eine Insel an, denn ich glaube, Svenny hat es ja schon erwähnt, das ist ein bisschen besser für Peppi, dann muss sie ihre Schüche nicht tragen, die sie hasst, sondern kann einfach ein bisschen auf der Insel rumrennen. Allerdings fahren wir dieser Insel schon seit 1,5 Stunden entgegen und sie wird einfach nicht größer bzw. kommt nicht näher. Das ist verrückt. Hier verliert man sich komplett. Crazy, dass es hier in diesem riesigen Salzsee einfach noch ein bisschen Vegetation gibt. Wenn auch nicht viel und sehr stachelige Vegetation. Stachelige Fauna. Peppi gefällt es hier ziemlich gut. Und Groot sieht sehr klein da unten aus. Auch jeder darf mitmachen. Das haben wir uns verdient. Warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Und? Snacks gibt's für Peps. Aber das Zertifikat, also das würden sie machen, aber das müssen sie nach Potosí schicken, damit es da von der Behörde unterzeichnet wird und das würde insgesamt 1,5 Wochen dauern. Woche bis 1,5 Wochen. Wow. What? Ja. Und also die Alternative, also hier warten in der Kälte, nee. Oder? Ja. Und die andere Alternative wäre nach Potosí selbst zu fahren oder nach Sucre, wo es tendenziell auch wärmer wäre. Wie weit ist nach Sucre? 8 Stunden? Boah. 8 Stunden. Echt? Ja. Ja gut, aber
ob wir jetzt hier eine Woche im Kalten warten oder nach Sucre fahren, uns vielleicht die Stadt noch angucken. Was meinst du? Also, ich will eigentlich nicht nochmal nach Potosí. Wenn dann nach Sucre. Da ist schön warm auch. Das ist nur auf 2.500. Und es wären dann so maximal 10 Grad in der Nacht. Okay, das ist krass. Swellen ist pur. Oder? Naja, Können wir uns ja noch Wenn wir überlegen. jetzt hier warten für 1,5 Wochen oder so, dann können wir auch nach Sucre fahren. Also, ja, ist ein langer Weg, aber Können wir uns ja noch überlegen. okay. Ja. Tja. Was für eine Woche. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wir sind auf jeden Fall noch sicher im Land, oder? Ja. Also so wie es jetzt scheint in den Nachrichten, ist das wirklich komplett zerschlagen. Es war nur ein kleiner Teil des Militärs, das sich dem Putsch angeschlossen hat. Es gab Ja. immer noch ziemlich viel Polizei und Militär, die sich dagegen gestellt haben. Und jetzt auch alles wieder in... Ja, haben hier auch in Uyuni mit noch ein paar Anwohnern hier gesprochen und die meinten, ja, man muss sich schon auf das Wort verlassen, aber sie meinten, dass alles okay ist und dass Wobei es ja wir- auch in den Nachrichten so gelesen Ja. haben. Also wir haben noch ein bisschen natürlich die ganzen Nachrichten rauf und runter gewälzt. Und ja, also eigentlich klingt es so, dass alles wieder sicher ist. Das wäre natürlich ganz anders, wenn der Putschversuch irgendwie durchgegangen wäre, weil dann wären auch vor allen Dingen ja, Touristen nicht mehr sicher, gerade da, wo wir jetzt sind, so ein bisschen außerhalb von den großen Städten. Aber soweit brauchen wir jetzt gar nicht denken, denn Nee. es ist alles... ist alles gut. Und wir müssen trotzdem unsere Pläne ändern, weil eigentlich dachten wir, bekommen wir hier das Gesundheitszertifikat für Pepi. Das dauert jetzt aber ultra lange und deswegen haben wir uns beschlossen, haben wir uns entschieden, So. haben wir beschlossen, dass wir Richtung Sucre fahren, da ein bisschen die wärmeren Temperaturen genießen und da das Gesundheitszertifikat Ja. machen. Es sind nochmal so 7 Stunden Fahrt, aber die Alternative wäre irgendwie 1,5 Wochen hier im Kalten, immer Minusgrade in der Nacht. No way. Und Sucre hatten wir sowieso mal überlegt, uns anzuschauen, dachten Ja. aber, das ist jetzt irgendwie so nicht auf der Route. Deswegen machen wir es nicht. Jetzt hat sich es wieder andersrum gedreht und vielleicht soll es so sein. Das wird Sucre auch noch sehen. Genau. In der nächsten Woche seht ihr dann also, wie wir nach Sucre fahren, der tatsächlichen Hauptstadt von Bolivien, was nämlich nicht La Paz ist, was man fälschlicherweise ja gerne glaubt. Und für diese Woche war es das. Es war eine für uns sehr aufregende Woche. Sehr viel Schönes, bisschen chaotisch, bisschen Ja, aufgewühlt. aufgewühlt, immer noch durcheinander, wie man auch bei dem Outro hier merkt. Wenn euch trotzdem dieses Video gefallen hat und ihr uns ein bisschen Motivation spenden wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like unter dem Video, ein Support-Herz nicht vergessen. Ja. Wenn ihr unseren Kanal immer noch nicht abonniert habt, Dann macht erstmal das jetzt. schämt euch. Natürlich nicht, aber abonniert gerne, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und dann fehlt noch das Emoji der Woche. In die Kommentare kommt diese Woche ein Salzstreuer. Wegen gut. Salz und so. Sehr gut. Danke. Ende.